Auto polieren wie ein Profi für unter 300 €. Diese Produkte brauchst du wirklich. Mittlerweile gibt es so viele Autopflegeprodukte und zwar ganz besonders in dem Bereich Polieren. Es gibt zahllose echte Hersteller, zahllose Abfüller, zahllose Private Labeler von Poliermaschinen und allem möglichen Kram. Gute Maschinen, schlechte Maschinen, gute Produkte, schlechte Produkte, rundum oder kurzum. Als Einsteiger verstehe ich, dass man überhaupt nicht durchblickt. Deswegen habe ich es jetzt runtergebrochen auf das absolut Notwendigste, um wirklich Profi-Ergebnisse zu erzielen. Und das stelle ich dir jetzt vor, was ich dir empfehle und warum. Und am Ende habe ich dir ein ganz gemütliches Set rausgebaut, was du unten verlinkt findest, sodass du mit einem Klick all das hier bestellen kannst. Das hier ist wirklich ein absolutes Einsteigerset für alle, die noch nie poliert haben oder gerade damit anfangen wollen, sich eine eigene Poliermaschine zu kaufen. Wenn du Enthusiast bist und sagst, ich will wirklich alles haben, was der Profi hat, in allen verschiedenen Größen und alle Autos, die es gibt, damit polieren können. Es gibt auch noch ein Enthusiasten-Set, das dann umfangreicher wird. Deswegen absolutes Einsteiger-Set, mit dem du trotzdem alles machen kannst, aber halt für Leute, die mit dem Thema starten. Starten wir mit dem offensichtlichsten hier auf meinem Wagen, mit der Poliermaschine. Ich habe mich für dich entschieden für die Chemical Works DA9 Pro Max. Also eine Exzenter Poliermaschine mit 9 mm Hub und einer etwas längeren Form, sodass man angenehmer arbeiten kann und die Maschine weniger vibriert. Wenn du noch mal genauere Infos zu haben willst zur Exzenter Poliermaschine, roter Poliermaschine, was meint er denn da alles? Verlinken wir in dem Video, wo ich das in der Tiefe erklärt habe. Darum soll es hier jetzt nicht gehen, sondern darum, dass ich diese Maschine ausgewählt habe, weil sie die günstigste Maschine ist, die man empfehlenswerterweise kaufen kann, mit der man wirklich super Ergebnisse erzielen kann. Wenn ihr die Maschine in Action sehen wollt, in unserem Duell Handpolitur gegen Maschinenpolitur, habe ich die Maschine verwendet. Ich hatte das Glück, mit der Maschine polieren zu dürfen, eine absolute Top-Ergebnisse erzielt. Deswegen kann ich die Maschine wirklich empfehlen. Sie hat einen wechselbaren Stützteller, sodass ihr mit 125 mm und 75 mm arbeiten könnt, nicht gleichzeitig, aber nacheinander, sodass ihr auch große und kleine Bereiche bearbeiten könnt und eigentlich alles am Auto machen könnt, was geht. Klar, kleiner geht immer, aber ich sage, als ich angefangen habe, professionell Autos aufzubereiten, da hatten wir auch maximal 75 mm als kleine Maschine. Den Rest haben wir von Hand poliert und das reicht als Einsteiger mehr als aus. Deswegen wärmste Empfehlung für diese Maschine, um zu starten. Passende Polierpads sind natürlich auch mit dabei und da habe ich mich entschieden, im groben Polierbereich für stärker verwitterte Lacke, für den groben Poliergang, Swizzer Trapezpads in Rot. Die sind relativ grob, aber preis-leistungsmäßig wirklich super für Anfänger geeignet, sind nicht die teuersten Pads am Markt, haben aber eine sehr gute Qualität, sodass man damit wirklich gut Autos polieren kann. Im großen Bereich habe ich mich für 3 Pads entschieden, einfach weil der Verschleiß, der Verbrauch während des Polierens deutlich mehr ist als bei diesen kleinen Pads, deswegen 3 große und 2 kleine für den groben Poliergang. Wenn es dann grob werden soll, brauchst du natürlich auch eine passende Politur, Sonax X-Cut 0505, eine Schleifpolitur, die aber nicht so heftig ist, sodass du auch keine Sorge haben musst, als Einsteiger irgendwie zu grob ranzugehen, dir Polierspuren, Hologramme oder Grauschleier reinzuzimmern, den du nicht mehr rauskriegst. Deswegen, die hat Potenzial, alle Kratzer zu entfernen mit der nötigen Zeit, Geduld und Übung, aber ist nicht so massiv rasiermesserscharf, dass du dir Sorgen machen musst als Einsteiger. Deswegen für mich eine super gute Einsteigerpolitur für die Exzenter Poliermaschine. Für wen das hier alles nicht ganz so klar ist, wie setze ich was ein, Schleifpolitur, grobe Politur, feine Politur, ich will ein Auto polieren, aber ich weiß gar nicht wie, empfehle ich dir unseren Autopolieren Meisterkurs. Da lernst du alles, was du wissen musst, sodass du nur noch in der Praxis umsetzen musst. Schau hier unten mal rein, auf polieren-lernen.de findest du alle weiteren Infos, würde ich mir auf jeden Fall reinziehen, wenn ich mit dem Thema nochmal starten will. Wenn dein Lack dann nicht ganz so verwittert ist oder aber für den zweiten Poliergang nach der groben Runde brauchst du natürlich auch noch passende Polierpads und da habe ich wirklich das Beste vom Besten ausgewählt. Rupes Finishing Pad, individuelle Form, in Italien gefertigt und deine Hochglanzgarantie, egal ob Einsteiger oder Profis. Das sind die Pads, die wir jeden Tag in der Aufbereitung nutzen. Im Set wieder wie bei dem groben 3 Stück für den 125 mm Stützteller, 2 Stück für den 75 mm Stützteller. Damit bist du super aufgestellt, um ein ganzes Auto zu machen, die danach zu waschen und nächstes Mal weiter zu verwenden. Und du brauchst natürlich auch die passende Politur und die passt leider von der Farbe nicht ganz, ist grün, aber nichtsdestotrotz super gut für die Polierpads Sonax X0406. Das Pendant, der zweite Schritt zur X-Cut 0505, finde ich einfach eine sehr gute Einsteigerpolitur, hat nämlich die Vorteile, dass sie sehr wässrig ist. Das heißt, sie lässt sich schön lange verteilen, man kann sie nicht trocken fahren, wodurch man
Polierfehler erzeugen könnte. Die staubt absolut gar nicht. Wenn du mal auf den Kunststoff so ein bisschen rankommst mit der Politur, ist es kein Weltuntergang, dass wenn du auch mal nicht ganz sauber abgeklebt hast, dass da irgendwas passiert, da brauchst du dir gar keine Sorgen zu machen. Und sie ist, ich sage immer, what you see is what you get, das heißt, sie deckt nichts ab. Also wenn du damit polierst, die Politur ordentlich runterwischt, dann ist das Ergebnis, was es wirklich ist. Du musst keine Sorgen machen, dass da Füllstoff oder so drin sind, sondern das, was du da siehst, ist wirklich real und deine Leistung. Was du natürlich dazu noch brauchst, sind ein paar Tücher und eventuell Versiegelungen und Produkte zum Vorreinigen, aber das ist ja nicht das ultimative Polierset. Ich glaube nicht, dass du gleich durchstartest und sagst, ich will erst mal polieren, bevor ich ein Auto wasche. Das heißt, mit dem Thema Tücher und Reiniger hast du dich schon beschäftigt, also die sind noch nicht dabei. Und ich kann dir sagen, meine erste Bestellung im Jahr 2008 müsste es gewesen sein, in einem Autopflege-Shop mit Poliermaschine war 600 € und damit mehr als doppelt so teuer für ein Polierset. Hier kriegst du das Ganze für unter 300 €, also gibt es keine Ausreden mehr, durchzustarten, ein eigenes Auto zu polieren. Wenn dir Know-how fehlt, klick dich auf unserem Kanal durch, da findest du genügend Infos, um herauszufinden, ob das Thema für dich spannend ist. Wenn du da tiefer einsteigen willst, habe ich auch noch einen Persönlichkeitstest für dich entwickelt, in dem du herausfinden kannst, bin ich charakterlich von meiner Geduld und von meiner Einstellung geeignet, um ein Auto zu polieren. Auch einfach auf Polieren-Lernen in die Warteliste eintragen oder Newsletter abonnieren und dann kriegst du den von uns zugeschickt und kannst da reingucken. Alle Produkte aus dem Set findest du unten im Set verlinkt und darüber auch einzeln. Wenn du schon was hast, kannst du natürlich die Sachen auch einzeln kaufen. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Einstieg in eine faszinierende Welt. Meine Leidenschaft Autopflege. Ich freue mich, dass du sie mit mir teilst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau rein.